Du hörst Herzenssache, Projektgeflüster mit Madame Fogana. Der Podcast, der dich nach Ghana mitnimmt. Christine und Bettina erzählen bewegende Geschichten, plaudern aus dem Nähkästchen und teilen persönliche Erfahrungen. Komm mit auf diese besondere Reise. Los geht's! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Herzenssache, dem Podcast von Madame Fogana. Heute mit einer weiteren Sonderfolge, in der ich wieder das komplette Team Menke, das uns gerade in Ghana besucht, begrüßen darf und unsere Kinderheimleitung aus dem Kinderheim Hohapi und mein Country Director Victor in der zweiten Reihe. Wer die letzte Folge nicht gehört hat, der sollte das jetzt dringend tun, auf Pause drücken, denn wir waren in der ersten Folge im Norden Ghanas unterwegs, wo wir unser gemeinsames Projekt Zukunft sehen vorgestellt haben und wirklich ganz, ganz tolle Sachen zusammen erlebt haben und auch wirklich von unseren Freunden, die uns besuchen, richtig tollen Einblick bekommen haben, wie sie sich gefühlt haben, einfach wirklich mal vor Ort zu sein. Heute geht es weiter, denn wir sind ja dann aus dem Norden, seid ihr ja dann auf eurer Ghana-Tour weiter nach Süden gereist. Director V. So from Tamale, where I had to leave you, where did you go next? What was the next agenda or destination? From Tamale, we traveled to Sunyani. The next day, we went to Nyampanasi, where Madame Fogana is currently constructing 6-unit classroom, teachers' common room, and then the headmaster office and the store. The next stop was Pipotrim, where Madame Fo built 6 classroom unit, block, office, and then the store. From there, we also went to Incarnate. There we also built a 6-unit classroom block with wash, water, furniture. Yeah. Wow, that means you really had an agenda on that day. Yes. So, was mich mal interessieren würde, Frauke, jetzt seid ihr ja mit dem Auto von Tamale bis nach Sunyani gefahren. Da müsst ihr Lieben jetzt mal auf der Karte gucken. Tamale, T-A-M-A-L-E, nach Sunyani, S-U-N-Y-A-N-I. Das ist eine ganz schöne Strecke. Wir sind das gewohnt, aber für euch, erzähl mal, wie war das? Ihr wart ja zusammen alle in so einem Minibus unterwegs, ne, damit ihr eben auch während der Fahrt sprechen könnt und Victor euch auch Sachen erzählen kann. Wie war so die erste Fahrt? Weil wir sind ja von Accra nach Tamale geflogen. Für alle, ne, die erste Folge noch nicht gehört haben und das jetzt nachholen sollten. Wir sind ja da geflogen und seid ihr ja das erste Mal gefahren. Mit dem Auto wirklich, also eine ziemlich lange Strecke eigentlich. Magst du da mal erzählen, wie das war? Ja, es war Wahnsinn. Im Positiven wie im Negativen. Also ich lasse nichts auf unseren Fahrer kommen. Boatin hat uns hervorragend durch alle Schlaglöcher Wir üben gerade noch das Lied Ein Hoch auf unseren Busfahrer. Ja, ne? genau. Also er macht das wirklich super. Die Verkehrsregeln sind also komplett anders als in Deutschland. Flexibel ausgelegt. Das größere Auto hat meist Vorrang, wobei ich konnte nicht so ein 100%iges System feststellen. Es wird viel mit Hupen kommuniziert und die Art des Hupens sagt auch aus, wie das entsprechend, wer jetzt gerade sagt, hallo, ich fahre oder Achtung, ich fühle mich bedrängt oder so. Also es gibt unterschiedliche Huparten, habe ich den Eindruck. Und die Straßen sind halt total unterschiedlich. Also es sind mal Straßen, die sind befestigter und die sind vielleicht auch nahezu schlaglochfrei, aber die meisten sind doch sehr holprig. Und ich persönlich bin so ein bisschen reisekrank. Also für mich war das schon wirklich hart. Also den Schlaglöchern ausweichen, unzähligen anderen Gefährten ausweichen, die dann von links und rechts irgendwie kommen. Ziegen laufen über die Straße, Hühner. Also es war ein reger Verkehr in alle Richtungen und das ist natürlich gerade, wenn man so mit Kurven und Geschaukel und so nicht so gut umgehen kann, schon herausfordernd, sage ich jetzt mal. Ja. Weil die Strecke von Tamale nach Sunyani, wer die schon mal gefahren ist, die ist ja landschaftlich, also gerade jetzt, wo wir noch Ende Regenzeit haben, eigentlich schon sehr reizvoll. Es geht ja da ziemlich für eine längere Strecke wirklich geradeaus, also mehrere 100 Kilometer, eigentlich geht's nur geradeaus. Markus, wie war das für dich?
konntest du so ein bisschen genießen und einfach mal aus dem Fenster gucken oder musst du dich wie Frauke festklammern und gucken, dass du nicht reisekrank wirst, was ich total gut nachvollziehen kann. Ich kann wirklich bei uns nur vorne sitzen, weil ansonsten wird mir auch schlecht. Also ja, also ich habe einen Riesenvorteil. Ich werde zum Glück nicht so schnell reisekrank. Und für mich waren es Eindrücke am laufenden Band. Also es ist wirklich, weil die Vegetation so anders ist, war es für mich einfach ein pures Erlebnis. Die Landschaft zu sehen, wie sie sich langsam auch verändert hat. Also ich sag mal, je weiter südlicher man ja dann gekommen ist, desto mehr Vegetation kam ja hinzu. Und also es war super spannend und ich habe einfach so eine Vegetation vorher noch nie gesehen und für mich war es wirklich einfach nur ein Erlebnis. Ja. Ich kann mich noch so an meine ersten Fahrten nach Tamale aus Accra, das waren dann wirklich so, weiß ich nicht, 10, 12 Stunden erinnern. Und mich hat das so beeindruckt, dass es wirklich schnurstracks nur geradeaus geht, wirklich für eine ganz lange Zeit einfach. Das ist ja auch das, was man manchmal so, wenn man noch nicht so lange, also als ich noch nicht so lange einfach hier war, wo man einfach denkt, es geht geradeaus und geradeaus. Das ist ja das, was man so als auch manchmal so ein bisschen an Afrika denkt, ne, dieses, was ganz lange geradeaus so zum Horizont geht, so ein bisschen Route 66 in Amerika, wie immer geradeaus und wie man dann so die Natur sich ändern sieht, quasi so am Straßenrand nach und nach. Dann seid ihr in Sunyani angekommen im Hotel und wenn ich Victor richtig verstanden habe, hatten sie dann für euch auch schon wieder ein Programm vorbereitet. Ja, genau. Ich muss das gerade auch mal kurz überlegen, aber ja, ich bin wieder drin. Genau. Wir sind im Hotel angekommen, haben kurz unsere Zimmer bezogen und sind dann auch schon wieder losgefahren und wir sind eingeladen worden von den dort ansässigen Bono. Wie? She's talking about your place, the Bono people. Yeah. Yes, and das war wunderschön. Ganz anders und doch irgendwie auch gleich. Die Herzlichkeit und die Freude daran, dass andere Menschen sich für deren Kultur interessieren, die merkt man denen einfach sofort an. Und genau, die haben uns etwas über ihre Kultur erzählt und vor allen Dingen haben sie uns was vorgetanzt und nachher durften wir auch mittanzen. Und das war richtig schön. Ich bin ja immer, wie alle wissen, die Erste hier auf der Tanzfläche, kann ich total gut nachvollziehen. Ich habe mir ein bisschen von Victor erzählen lassen, was ihr da alles so eben vorgeführt und auch einfach gezeigt und erzählt bekommen habt. Ich hatte gesehen und ich muss sagen, das habe ich auch noch nie, da war ich auch noch nie so mit dabei, diese verschiedenen Statuen mit den Chiefs. Kannst du dich daran erinnern, Christine? Nein? Okay. Das ist auch gar nicht schlimm, weil es war echt viel. Diesen Tanz und was die sonst so für euch hatten, war ja auf einem großen Platz, wenn ich das richtig gesehen habe. War das gut für dich, da mitzumachen oder ist das ist das eher nicht so deine Sache, Christine? Doch, das war total toll. Mein Problem ist eher, dass ich sprachlich manchmal okay. hinterherkomme und nicht immer alles dann verstehen kann. Aber dass wir da mittanzen durften und die Musik, die da für uns gemacht haben, das war großartig. Dann ist das vielleicht auch so bei dir, wenn wir halt manchmal auch dieses breite Ganache-Englisch irgendwie sprechen. Ne? Ich war mal in New York auf der Fifth Avenue und da gibt es so Hop-on- and Off-Busse und die sind fest in afrikanischer Hand, also die verkaufen da die Tickets und so und der hat mich angesprochen und dann habe ich einfach zurückgeantwortet, nee, ich möchte kein Ticket und dann hat der gestutzt und hat gesagt, woher kommst du? Und dann habe ich gesagt, aus Ghana, der hat gesagt, ich komme aus Togo, der hat an meinem Breiten, der wusste genau, wo ich herkomme, ne? Deswegen kann ich das total gut verstehen, wenn man auch einfach dem Englischen nicht, das spricht man bei uns zu Hause ja auch ne? Deine Leute, die an die Info kommen, da werden die wenigstens ja auf Englisch mit dir kommunizieren, aber wenn du jetzt einfach so dass du da so eingetaucht bist, sage ich jetzt mal einfach, was die gemacht haben, ne? Ist das was, wo du sagen würdest, wir sollten das beibehalten? Weil ich freue mich auch einfach über eure Rückmeldung, ne? Wir machen so nach bestem Wissen und Gewissen und du hast ja auch selber, du bist noch nicht so viel gereist und manche Sachen sind auch einfach neu für dich gewesen. Würdest du sagen, so ein Programmpunkt ist gut oder sollten wir da irgendwas anderes machen oder wie hast du das so, weißt du, einfach so als Rückmeldung mal, einfach für uns, ist ja auch mal schön zu hören. Also ich fand's perfekt genau so, wie es war, weil man einfach auch aktiv mitmachen konnte. Okay. Also aktiv wirklich dabei zu sein und nicht nur zu sitzen und zuzugucken, sondern wirklich mitmachen zu dürfen. Das fand ich echt toll. Okay.
dann hat Victor gesagt, ihr habt dann einige Projekte und so besucht, auch wirklich, die jetzt, sag ich mal, projektfern sind von eurem von eurer Kernkompetenz, sage ich jetzt mal, alles, was mit Natur und Umwelt und so zusammenhängt. Die ganzen Schulen, manche noch im Bau. Bei manchen, glaube ich, habe ich sehen können, dass ihr auch die alten Gebäude noch gesehen habt und wie das jetzt das Neue wird. Magst du ein bisschen darüber erzählen, Heiko? Ist einfach auch schön, weißt du, für mich eine gute Chance, einfach Leute wissen zu lassen, wie das jenseits einfach dieser Projektfotos auch für die Spender dieser Projekte einfach ist, weil ihr jetzt wirklich vor Ort wart und es mal angeschaut habt. Also eine Frage, die ich mir vorher schon gestellt habe, ist, wie schafft das Madame von Ghana überhaupt an so vielen Stellen in Ghana aktiv zu sein und alles am Laufen zu halten und auf den Weg zu bringen. Und das war auch faszinierend, das zu sehen. Einmal, dass ihr letztendlich in jedem Gebiet jemanden habt, der für euch arbeitet, der für die Projekte zuständig ist, der komplett von den Menschen auf den Dörfern angenommen wird und mit denen zusammen auch die Projekte mit erarbeitet und dann eben schaut, dass sie auch vorangehen und dann eben den Victor, der über alles drüber schaut und den halben Tag telefoniert, damit alle Projekte funktionieren. Das ist schon spannend zu sehen und dann wirklich zu sehen, die Schulen, also eine Schule, die gerade fertiggestellt war, die perfekt aussah, also auch wirklich mal so den Vergleich zu sehen zu älteren Schulen und zu den Schulen, die ihr gebaut habt, so als ein Beispiel, dass ihr euch wirklich auch Gedanken macht, dass das, was ihr baut, auch erstens haltbar ist, nützlich ist, aber einfach kosten-nutzenmäßig sinnvoll ist. Da ist kein unnötiger Glanz dran, aber da ist auch nichts vergessen worden, was wichtig ist, was so das Thema Schatten angeht zum Beispiel. Kommt halt kein Glas in die Fenster rein, das ist nicht nötig, aber es kommt eine Schattierung von außen drauf. Das Dach geht länger voran, damit mit Schatten da ist, damit der Regen nicht reinprasselt und solche Dinge. So an viele Kleinigkeiten wird gedacht und auch die Geschwindigkeit zu sehen. Das haben wir uns ja teilweise auch gefragt, wann ist das Projekt gestartet, dass so eine Schule dann wirklich in 2 Monaten da steht teilweise und dann auch wirklich fertig ist bis zu Ende. Weil das ist ja auch etwas, was sich so, wenn wir durch Ghana fahren, durch das Land zieht. Wir sehen an vielen Stellen unfertige Bauwerke. Also man sieht auch nicht nur von privater Hand, auch von offizieller Hand. Es ist vieles unfertig und zu sehen, die Projekte, die ihr angeht, die werden gestartet und die werden zu Ende gebracht, die werden übergeben und bringen dann eben auch einen wirklichen Nutzen. Und das dann auch, das was Conny vorhin gesagt hat, zu sehen, dass sowohl eure Mitarbeiter, alle die wir jetzt kennengelernt haben, als auch die Menschen vor Ort, die es dann nutzen, super stolz auf das sind, was sie dann übergeben kriegen, was sie geschaffen haben, wo sie mitgeholfen haben, es zu schaffen. Von daher war es super toll, auch andere Projekte zu sehen, die wir jetzt selbst nicht unterstützt haben, aber um einfach zu sehen, ja, was für eine unbeschreiblich gute Arbeit ihr hier mit den Menschen vor Ort leistet. Toll. Das ist schön, dass du das erwähnst. Mir geht's ja auch immer so, wo du sagst, so viele Projekte und so, wenn ich dann auch gefragt werde, ja, aber wie viel könnt ihr denn machen und könnt ihr denn mehr machen, würden euch mehr spenden, was nützt, wo ich immer sage, ja, denn das habe ich euch ja auch schon mal dargelegt und jetzt habt ihr es ja selber gesehen, unsere Mitarbeiter sind ja vor Ort schon da, nämlich die Einheimischen. Und die können in vielerlei Hinsicht so unterstützen, dass natürlich dann noch von uns die Maurer oder die Facharbeiter, so sagt man ja, dann dazukommen, aber eben das Ganze trotzdem gemeinsam machen können, auch wenn wir 30 Schulen gleichzeitig bauen. Das ist für uns kein Problem. Victor, from Brong-Ahafo, then I think you went to the place where I was missed most to my home area, Lake Bosonchi. So from Sonyani, how did you go to the lakeside? From Sunyani, we pass through Kumasi and then we drive straight to the hotel. So the next day, we continue visiting the project. We went to Tuamfum and then also plant trees there. From there, we went to Ampaha. We also plant trees there. We went to Montour. We give them the trees to be planted. By then, we were tired. Yeah, it was a lot. It was a lot. No, there's nothing wrong with that. I mean, we are only humans, and the heat is really much, and the distance somebody cannot do in 3 weeks. Yes, before we drove down to your hometown. So the chiefs and then the elders, they meet us, and then we also have a picture
with them. It was very nice. Maybe they can testify it. Okay. Yes. Ja, Markus, du warst bei mir in meinem Heimatdorf. Wie hat dir das gefallen? Also, das war wirklich dann nochmal eine ganz neue Erfahrung, weil das wirklich, also allein die Fahrt zu dem Dorf war eine ganz neue Dimension für mich. Es führt eine einzige Straße, also es wird Straße genannt. Bei uns in Deutschland wäre es ein Forstweg. Und da gibt es Forstwege, die besser ausgebaut sind als diese Straße. Also das ist wirklich ein reines Erlebnis gewesen. Und das war wirklich sehr, sehr beeindruckend, weil also nicht nur, dass die Straße wirklich sehr schlecht war, sie war auch wirklich so dermaßen steil, dass ich mir wirklich zwischendurch Gedanken gemacht habe, ob wir da jemals mit unserem Auto runterkommen können. Und da auch wirklich nochmal ein großes Lob an unseren Fahrer, der das wirklich mit Bravour geleistet hat. Und wo wir dann halt in dem Dorf angekommen sind, das war einfach auch nochmal, weil es wirklich sehr dschungelartig dort ist. Also ich sag mal, vorher war es wirklich also ein bisschen gemischt und da war es dann wirklich purer Dschungel, wo wir durchgelaufen sind. Und das hat mich wirklich sehr schwer beeindruckt. Das war wirklich, das hat wirklich echt Spaß gemacht. Ja, also das war ja quasi so ein bisschen von der nördlichen Weite, sage ich jetzt mal. Bronger Haff-Region ist ja auch einfach nochmal flach und einfach weiter, ne? Wirklich in dieser Ashanti-Region, die auch zum Teil sehr hügelig ist. Und das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt musst du dir vorstellen, dass wir damals ja nur laufen konnten. Da wurde noch nicht mal gefahren, weil auch das gar nicht ging. Wenn euch das, was Markus erzählt hat, jetzt auch bewegt, dann müsst ihr mal die ersten Folgen anhören. Da geht's nämlich um mein Heimatdorf. Und wie ich da überhaupt hingekommen bin, ist vielleicht in dem Zusammenhang, so wie der Markus jetzt auch einfach die Umgebung beschreibt, einfach auch nochmal für alle, die den Podcast oder den Videocast jetzt hören und oder sehen, auch nochmal interessant. Ihr habt ja dann in einem Gästehaus nah an dem See geschlafen, wie ich sehe Conny, sie hat mir ein paar Fotos dann geschickt und so, ich glaube, es hat euch ganz gut gefallen, oder? Ja, also das war mit Abstand das allerbeste Hotel oder Schlafplatz oder wie man es auch immer nennen mag, die wir je hatten. Also wir waren in einigen Hotels dann jetzt, die meisten relativ normale Hotels, wie wir sie uns so aus westlichen Regionen her vorstellen. Und das war ein Ort, das waren einzelne Cottages, die durch die Mitarbeit mit Einheimischen entstanden sind. Und das hat man den Cottages angesehen und das war einfach wunderschön. Es war sehr einfach und es war ganz ruhig. Es hatte eine ganz tolle Energie da drum herum. Also wir alle haben wahnsinnig viel nachts zu verarbeiten. Aber in den 2 Nächten, die wir da waren, habe ich wirklich geschlafen wie ein Stein. Und das ist, das tat einfach total gut. Es war wie so eine, also da konnte man wirklich die Batterie nochmal echt wieder vollladen und nochmal richtig durchatmen. Es war so schön dort, wirklich. Ja. Wie? When you went with them to the lakeside, and how this area is totally different from, most of the rest of our areas, how were you seeing them? How did they manage? From your perspective, they gave us their own. Now, what do you think? Oh, I from their faces, and then the car we were using, and then the road network. Yes, it was very bad. So even if there was a point that we even have to get out from the car, and walk, and then walk. I know. Yes, so I was expecting that to happen. Even the visit, we have to change the car. Yeah. Yes, and then use the Land Cruiser. Yeah. Yeah, this area is really something else. It's very beautiful. At the same time, you can just imagine if you are living there and you are sick or you really need help, that is going to be a really, really big challenge. The lakeside, even Happy, you also know the area, so it's very, very difficult. So from there, you drove almost 1 day to the final destination where our dear Happy is now receiving us. Yeah. So how did you pass and how did it go? You stopped in between, but how was the trip from all the way from Kumasi to Volta region?
Yeah, it was good in a way, but I'm not too fast because of the road network. And we also stop on the way to check our bamboo decks, the prototype. From there, we continue. We do another stop at Lindador. And then we met you at Royal Senchi. Yeah. So I was waiting for them. Ich habe in dem Hotel 5 Stunden auf sie gewartet oder so. Also es gibt jetzt schlechtere Plätze zu warten. Aber das muss man sich wirklich vorstellen. Die Fahrt, und da möchte ich gleich nochmal von dir wissen, Frauke, wie das für dich war, weil das ist eigentlich so zwischen unseren Projektgebieten, auch wenn das vielleicht nicht die weiteste Distanz ist, aber jeder, der mal auf der Karte gucken möchte, das ist schon sehr weit. Man kann halt auch nicht so schnell fahren, also sollte man auch nicht. Und es ist wirklich wir sagen ja hier immer in Afrika eine Tagesreise. Wie war das für dich, Frauke? Ich habe nämlich so gehört mit den ganzen Kurven. Andererseits ist es landschaftlich, also gerade wenn man da nach diesem Stopp, an diesem Reststopp, dann durch diese Berge fährt, durch Kofrudia und auf der anderen Seite ja quasi zum Volta-See wieder runter durch diese Berge. Das ist natürlich schon toll. Magst du mir erzählen, wie du es empfunden hast und wie das einfach für dich war? Ja, also es ist landschaftlich extrem schön gewesen und auch generell, also wenn man sich das hier vorstellt, man guckt aus dem Fenster und es ist einfach immer irgendwie was los. Man guckt in die Häuser der Menschen rein, man sieht auf den Straßen so viel, was passiert, also auch so viele Dinge, die wir von uns in Deutschland überhaupt nicht kennen, wo man einfach Märkte sieht oder auch Situationen, die man so vorher noch überhaupt nicht wahrgenommen hat. Also von daher, es ist auf jeden Fall spannend. Abends haben mir alle gesagt, ich sehe schlecht aus. Ich habe mich auch so gefühlt. Ja, du kamst ja an und ich dachte, irgendwie, dir geht's nicht ganz so gut, ne? Klar. Ja, es war schon anstrengend für mich, aber also ich finde, ich habe mich ganz tapfer geschlagen. Das ist ja auch kein Wettbewerb, genau. Das ist eigentlich gut. Ich habe nicht ins Auto gekotzt, insofern alles. Hey! Christine, ging dir das auch so oder hast du die Fahrt eigentlich ganz gut vertragen? Ist das okay für dich? Also bisher waren die Fahrten okay, aber auf dieser Fahrt hatte ich auch echt stark mit mir zu kämpfen und ich war froh, dass Frauke noch Reisekaugummi dabei hatte. Okay. Das war schon mit einer der härtesten Fahrten und für mich faszinierend war Heiko, der vor mir saß und währenddessen ein Buch gelesen hat. Und ich dachte, um Gottes Willen. Ja, das könnte ich auch nicht, da würde mir auch schlecht werden. Ja, wir sind alle ein bisschen eifersüchtig auf Heiko. Ja, da müssen wir mal fragen, wie er das gemacht hat. Aber das ist halt einfach so, manche Leute können das. Ne? Mein Sohn kann auch während des Fahrens gar nicht lesen. Dann wird ihm sofort schlecht. Also so Hausaufgaben im Auto machen oder sowas geht gar nicht. Und wenn du jetzt schon uns so schön erzählt hast, dann haben wir uns alle getroffen und sind dann nach Ho weiter. Und das war ja dann auch schon ziemlich, also spät ist hier so nach 5, ne? Also weiß ich gar nicht mal wie her, so 6:30 oder irgendwie sowas, genau. Und dann habt ihr ja Happy getroffen und das Kinderheim zum ersten Mal gesehen und es war auch schon abends. Aber konntest du trotzdem so im ersten Moment irgendwas mitnehmen? Also auch da wieder, auch wenn ich mich wiederhole, auch hier sind wir einfach so freundlich empfangen worden und man fühlt sich direkt, als gehörte man dazu. Also man fühlt sich nicht wie jemand Fremdes, der einfach kommt und guckt, sondern man gehört direkt dazu. Ja. Happy, she says when she came here, then she felt not strange. She felt like she's part. She felt like if I say at home, that is a bit too much, but she felt like apart from welcome, like she felt like, oh, this is a good place for her to be. So you were literally waiting for us the whole day because you know the road is far. You did some nice preparations for us and some nice food. Maybe for every Ghanaian who is now listening to this podcast and some are also your country people from this same area, what did you prepare for us? Right. So I was longer waiting for the whole team to arrive. And then the call keeps coming from our ICEO that you have to get your asses ready and get everybody ready. So we give them some special welcome. Already, we prepare the background down. So after the welcome, definitely we know how exhausted the team had been on the road. So straight, we have to enter the kitchen and go to the engine room so we can fill the belly after the hard day.
So no, basically, if we receive visitors, we have to welcome them with our local dishes, and one of them is the akpele with the okro that you enjoyed yesterday. I don't know whether you truly enjoyed it, yes, but that's our welcome address for every foreigner that comes in here to feel part of us. You've really done well, and you know me, the way I'm always praising the kitchen here, I want to steal them and follow me, but it's not possible. You need them. Looking at the night, everybody was sleeping well. Now, for you, I would like you to use the opportunity. We spent some time today already. You've got to know them a bit more, but maybe from your perspective, is there something you would like to share with them concerning the home, something that you have on your heart? Yeah. So the home, for the past 15 years, we've been running, and then our directors are doing a lot to support, but we can still do more. We use this platform to plead with all donors to come on board, because there is a lot we need to achieve as a shelter here. Day in, day out, children keeps coming. There are cases in the middle of the night. There is a knock at your door. You have to get up. There is a call from social welfare, from individuals that need help, that needs Madam Fo to save or rescue a child. So with the more donations that comes in, when we call on our directors, also in the middle of the night, they will be ready to respond to our calls. That is, if there is more support. So we plead with you. We need clothing, we need food. There is a lot, medical issues, and then we want all to come on board to support this project, to support these children who are very vulnerable and need support of all of us. Oh, thank you for this passionate appeal. And Connie, and then after that, vielleicht Markus. You know, you have seen a bit, and you've gone round the shelter. You have seen a bit. You've also been to my hometown. You see how the people treat their children. Looking at all what we've done today. Also wir sind ja heute rumgegangen durchs Kinderheim. Ihr konntet auch mal die ganzen Gebäude anschauen und was wir sonst so hier haben und was wir auch planen. So als jemand, der jetzt von außen wirklich einfach kommt und auf das Kinderheim schaut, was würdest du von deiner Meinung her sagen, was ist so dein Eindruck? Und für mich frage ich das, weil einfach das eine gute Chance für mich, ihr seid hier und ihr seht das jetzt mal wirklich. Ne? Und wir haben ja so viele Paten, ihr seid ja auch Paten, die das Kinderheim unterstützen. Hast du irgendwas so auf dem Herzen, wo du sagen würdest, das würdest du einfach gerne teilen? Weil du jetzt eben hier warst und es mit eigenen Augen, oder hier ja noch bist, und es mit eigenen Augen gesehen hast. Ja, also ich glaube, jeder Euro, der hier hingeht, ist wirklich gut gesetzt und gut angebracht, und der wird mit Sicherheit den Kindern auf jeden Fall zugutekommen. Als wir gestern Abend hier ankamen, habe ich direkt gedacht, Mensch, was für ein friedlicher Ort bei so schrecklichen Geschichten. Also die Kinder kommen ja nicht freiwillig hierhin, sondern die werden wirklich aus schlimmster Not gerettet. Und da brauchen wir jetzt auch keine Horror-Stories erzählen, aber die sind einfach reell hier. Und trotzdem hat Happy und das Team es geschafft, einen ganz wunderschönen und friedlichen Ort zu schaffen. Ja. Und das, ich glaube, das muss unterstützt werden mit allem, was wir irgendwie haben oder können. Und das nimmt mich schon auch sehr gefangen, ja. Ja. Markus, magst du vielleicht aus deiner Sicht nochmal erzählen? Du bist ja auch jemand, du kannst dich so gut ausdrücken, was du irgendwie empfindest, wenn du hier bist. Ja, also ich glaube, was ich ganz zuerst sagen muss, alle Menschen, die hier arbeiten, sind wirklich Engel. Also anders kann ich das gar nicht ausdrücken, weil das ist wirklich, da geht mein Herz auf, wie die Menschen hier ihre Hilfe so anbieten und den Kindern, die so helfen. Und ich glaube, sie haben allen Respekt dieser Welt verdient, um diese Arbeit hier so fantastisch ausführen zu können. Also das hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt, und das hat auch wirklich sehr, sehr mein Herz getroffen.
das freut mich sehr, dass ihr das auch so einschätzt, weil ich natürlich immer hier bin und dann bist du so in dieser Suppe, sage ich jetzt mal, einfach drin. Und wenn wirklich jemand kommt und guckt, und ich denke, das habt ihr auch so wahrgenommen in den letzten eben fast 2 Wochen, wo ihr ja mit unserem Team und mit mir und so weiter unterwegs wart, dass das wirklich also real ist. Ne? Da läuft keiner vor, wo man so beobachtet, der flüstert jemand was ins Ohr, du musst das sagen und das darfst du nicht sagen. Ihr wart ja wirklich alleine mit den Leuten auch unterwegs und könnt euch jemand an die Seite nehmen und mal fragen, ne, wie ist denn das hier so und so weiter. Und das ist einfach was für uns ein totaler Mehrwert ist, weil wir können ja nur so gut versuchen, das zu kommunizieren, alles, was hier passiert, so gut wir es eben können. Dann ist schön von einem Profi irgendwie Frauke, wo sie sagt, jo, das ist schon gut, ne? Luft nach oben ist immer. Das, wie du sagst, das bei euch auch im Betrieb so, dass man einfach sagt, Mensch, da könnten wir das und das noch machen. Aber von dir da so eine Wertschätzung auch vor allen Dingen fürs Team zu kriegen, das ist wirklich schön. Also das ist wirklich, ihr macht einen fantastischen Job hier. Und ich glaube, die Welt wäre sie wäre wirklich schlechter, wenn ihr euren Job nicht machen würdet. Oh wow, danke schön. Victor, he's saying the world would be a bad place if we wouldn't do what we are doing. The same applies to you. Und by the way, Alex, der sitzt aber hinter der Kamera, den könnt ihr jetzt nicht sehen. Wir haben, glaube ich, sehr viel, Strecke gemacht mit allem, was ihr erzählt habt. Da möchte ich mich erstmal bedanken, weil es auch nicht jeder, der ständig da vor der Kamera oder so ist, ne, vielleicht noch Christine, du sitzt da an der Info, die Leute wollen immer was von dir, du bist da vorne, aber der Rest, ne, ihr fummelt ja auch da so ein bisschen im Hintergrund rum und so. Das ist total schön und wertvoll, dass man einfach, so ehrliche Meinung hört und wie auch jemand was empfindet, ne? Dafür möchte ich mich erstmal bedanken. Und das letzte Wort würde ich eigentlich gerne unserem Teamchef geben, dem Heiko. Wenn du so ein Fazit in irgendeiner Art und Weise, es muss auch kein Fazit sein, also irgendwie die letzten 10 Tage einfach so Revue passieren lässt, kommt ihr nochmal wieder und wie ihr als Team habt euch ja bestimmt auch mal ausgetauscht, wie es euch hier so geht und was magst du uns einfach noch vielleicht so als Abschluss auch jetzt für diesen Podcast, für alle, die auch zu Hause zuhören und zuschauen, vielleicht so zusammenfassend uns einfach mitteilen? Ja, also erstmal bin ich unheimlich dankbar dafür, dass wir das gemacht haben, dass wir hier gemeinsam hier sind, dass wir zu 5 hier sind als Team. Das ist auch toll dankbar dafür, dass wir so wundervoll aufgenommen worden sind, ganz viel Zeit gekriegt haben und überall die Menschen wirklich vor Ort kennenlernen durften, so wie sie leben und es einfach alles echt war. Hier ist nichts gekünstelt, hier ist auch von euch, du bist auch extrem authentisch, du bist überall aktiv, das finde ich auch extrem faszinierend. Jetzt kenne ich dich ja schon ein paar Jahre, dich auch hier nochmal vor dem Hintergrund zu erleben, wie du hier alles steuerst, managst und überall deine Gedanken hast und auch im Kopf schon wieder Projekte hast, noch und nöcher für die nächsten 20 Jahre quasi. Also das ist einfach faszinierend zu sehen und auch einfach zu erleben. Hier ist alles, was wir irgendwie hier organisieren, also an Geld sammeln können für die Projekte. Das ist alles super gut aufgehoben, weil die Menschen einfach, weil ihr mit den Menschen alles macht. Damit die Menschen vor Ort so stolz sind, auch so dankbar sind. Diese Dankbarkeit an allen Orten zu erleben letztendlich. Und das ist einfach was völlig, völlig anderes. Das kann man nicht erzählen. Das lässt sich einfach nur erleben wirklich. Und das sind alles so viel Erfahrungen, so viel Momente, die wir erlebt haben, an die werden wir uns für immer erinnern. Und ich wünsche mir, dass es uns gelingt, das auch weiterzutragen, das auch zurück in Deutschland weiterzutragen, an andere weiterzutragen, auch deutlich zu machen, wie wichtig es ist, auch zu unterstützen und mitzumachen, dabei zu sein und ob es kleinere oder größere Projekte sind, jedes einzelne Projekt bringt einen super Nutzen und die Menschen hier sind glücklich darüber und das finde ich auch das überhaupt auch zu erleben, selbst auf den Dörfern in den einfachsten Verhältnissen, das kann ich nur nochmal sagen, das haben ja die anderen auch schon gesagt, überall wird uns Lächeln entgegengebracht, überall spüren wir, dass die Menschen
ja, die brauchen Unterstützung, können Unterstützung gut gebrauchen und sie leben mit dem, was sie haben, glücklich und zufrieden und nehmen die Dinge so, wie sie sind. Und dieses Glück auch in den einfachen Verhältnissen zu spüren, auch das ist einfach toll einfach. Und das mitzunehmen, mit zurück nach Deutschland und wirklich auch für uns selber diese Dankbarkeit noch mehr auch in Deutschland zum Ausdruck zu bringen, einfach zufrieden zu sein, auch glücklich zu sein mit dem, was wir haben. Uns geht es so gut. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Fazit. Das ist wirklich ein total schönes Abschlusswort. Dafür danke ich dir herzlich. Wir im Namen von Victor und Happy und Alex hinter der Kamera und ich und alle Leute, die euch eben getroffen haben und euch auch begegnen durften, möchte ich mich gerne bedanken. Ihr Lieben zu Hause, das war die zweite Sonderfolge von Team Menke und Madame Fogana unterwegs in Ghana. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Bitte schreibt uns podcast@madamfo-ghana.de. Wer sich das jetzt nicht merken kann, einfach auf unsere Webseite gehen, da gibt es ein Kontaktformular. Auch das kommt bei mir an. Schreibt uns bitte. Wir freuen uns total über eure Rückmeldung an alle, die mir immer schreiben. Vielen, vielen Dank. Wir lesen das, wir freuen uns, wir antworten euch. Kann mal ein bisschen dauern, wenn ich im Busch rumspringe und kein Netz habe. Aber wir nehmen das alles wahr. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bitte teilt diesen Podcast fleißig. Besucht unsere Webseite. Subscribe für unseren Instagram- und YouTube- und Facebook-Kanal. Und wir hören uns in 2 Wochen. Bis bald. Ciao. Tschüss.